Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, dieses farbenfrohe Sommershirt mit mir zu häkeln. Es besteht aus ägyptischer Baumwolle, welche sehr leicht ist. Ich gebe euch deswegen auf der Materialseite nach den Intros die Laufmeter für eure Größe an und nicht die Gramm. Es handelt sich dabei wie immer um Richtwerte. Ihr solltet immer sicherstellen, dass ihr genügend Material habt bzw. nachkaufen könnt. Bei meiner Größe 4042 habe ich zum Beispiel ziemlich genau 400 Gramm der verwendeten Wolle gebraucht und es ist fast nichts übrig geblieben. Es könnte daher sein, dass ihr einen Knäuel mehr braucht als ich. Manchmal ist das leider grenzwertig. Das Shirt ist nicht schwierig nachzuarbeiten, aber wie bei all meinen Videos ist genaues Arbeiten erforderlich, um zu einem schönen Ergebnis zu kommen. Die Maße für die Größen 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Das Shirt kann aber auch größer oder kleiner gehäkelt werden. Auch dieses Video habe ich mit größter Sorgfalt erstellt. Falls tatsächlich einmal etwas unklar ist, nutzt gerne die Kommentarfunktion oder kommt in meine Facebook-Gruppe Schick Umgang mit Karin. Dann helfe ich euch gerne weiter und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für dieses Sommershirt nehme ich die 1, 2, 3 Ideen von Pro Lana. Das Garn besteht aus ägyptischer Baumwolle. Ein Knäuel hat 100 Gramm und 315 Meter Lauflänge. Und das ist die Farbe 07 und ich beginne alle Knäuel von innen nach außen. Und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 3,5. Wir starten mit einer Anfangsschlinge. Wir häkeln 5 Luftmaschen. Wir schließen mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Wir häkeln 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und wir häkeln in den Ring noch einmal 2 Stäbchen. Ich häkle über den Faden drüber, sodass wir den Ring später zusammenziehen können. Wir haben jetzt inklusive Ersatzstäbchen 3 Stäbchen. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wir häkeln wieder 3 Stäbchen, noch einmal 2 Luftmaschen, wieder 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein viertes Mal 3 Stäbchen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Mal
3 Stäbchen im Ring, dazwischen immer 2 Luftmaschen und diese Luftmaschen bilden die Ecken und die letzte Ecke machen wir ein bisschen anders. Wir holen einen Umschlag, stechen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens ein und häkeln ein halbes Stäbchen. Ganz wichtig, es muss die dritte Luftmasche sein. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und immer einem Stäbchen in die Lücke. Dann haben wir 3 Stäbchen. Hier müsst ihr immer gut schauen am Anfang der Runde. Hier ist das Ersatzstäbchen. Das zweite Stäbchen hat einen weniger schönen Kopf und trotzdem müssen wir diese Stäbchen ganz normal bearbeiten. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und 2 Stäbchen in die Lücke, sodass diese Kante nun 7 Stäbchen hat. 2 in der Lücke, 3 auf die vorhandenen Stäbchen, 2 in die Lücke. Wir häkeln 2 Luftmaschen für die Ecke, wieder 2 Stäbchen in die Lücke, auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, also 3 Stäbchen und 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, zwei Stäbchen in die Lücke. Jede Kante muss genau 7 Stäbchen haben. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen und am Ende der Runde brauchen wir noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Wir haben mit einer halben Ecke begonnen und hier kommt die zweite Hälfte am Ende der Runde hinzu. Und wir schließen jede Runde mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir hier 7 Stäbchen als Basis. Wir häkeln also auf die vorhandenen 7 Stäbchen jeweils ein Stäbchen drauf. Wie gesagt, der zweite Maschenkopf ist immer ein bisschen verzogen, das kommt durch das Schließen der Runde. Dennoch dürfen wir ihn nicht auslassen. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und 2 Stäbchen in die Lücke, sodass wir jetzt pro Kante 11 Stäbchen erhalten. Immer 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke, 7 Stäbchen auf die vorhandenen 7 Stäbchen
2 Stäbchen in die Lücke. Jede Kante muss genau 11 Stäbchen haben. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 7 Stäbchen, zwei Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 7 Stäbchen, zwei Stäbchen in die Lücke, das ist ganz wichtig am Ende der Runde. Auch die letzte Kante hat genau gleich viele Stäbchen wie alle anderen und wir schließen immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche und jetzt häkeln wir noch eine sinngemäß gleiche Runde. Und wir erhalten pro Kante 15 Stäbchen. Und wenn ihr diese Runde gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Runde beendet und alle Kanten haben im Moment 15 Stäbchen. Jetzt häkeln wir eine etwas andere Reihe. Sie beginnt aber ebenfalls mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir über die folgenden 3 Stäbchen 3 überkreuzte Stäbchen. Am Anfang der Reihe immer gut schauen. Hier ist das Ersatzstäbchen, das lassen wir im Moment aus. Wir häkeln ein Stäbchen ins zweite Stäbchen nach der Lücke und ein Stäbchen ins dritte Stäbchen und dann stechen wir rückwärts in dieses Ersatzstäbchen ein und häkeln ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Das sieht so aus. Dann wieder genau schauen. Dieser Maschenkopf ist besetzt. Den nächsten lassen wir aus und ins übernächste Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen und ein Stäbchen daneben in den nächsten Maschenkopf und dann ein Stäbchen in den ausgelassenen Maschenkopf. Und hier den Faden ein bisschen länger ziehen. Dieses Stäbchen nicht winzig klein häkeln. Hier gut schauen, nicht den bereits besetzten Maschenkopf verwenden, die nächste Masche auslassen, dann 2 Stäbchen nebeneinander häkeln und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und das machen wir bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Es ergeben sich ganz genau 5 Dreiergruppen. Es geht sich genau aus, weil wir als Basis 15 Stäbchen hatten. Und das ist eine Zahl, die durch 3 teilbar ist. Deshalb gehen sich ganz genau 5 Gruppen aus. Die Ecke bleibt wie immer. Wir häkeln 2 Stäbchen in die Lücke,
2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und am Anfang der Kante genau schauen, ihr müsst diese Eckstäbchen ein bisschen nach rechts schieben, damit ihr den ersten Maschenkopf seht. Den lassen wir aus, dann häkeln wir 2 Stäbchen und dann häkeln wir ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und wir häkeln wieder 5 Dreiergruppen und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Auch hier haben sich 5 Gruppen ergeben. Wir häkeln die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Wir achten darauf, dass der erste Maschenkopf gut sichtbar ist. Den lassen wir aus, häkeln 2 Stäbchen und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche und hier den Faden etwas länger ziehen als normal, denn dieses Stäbchen braucht ein bisschen mehr Länge als die anderen und wir machen die Runde zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück am Ende der Runde. Ganz wichtig, die 2 Stäbchen in die Lücke nicht vergessen. Und dann schließen wir wie immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Jetzt folgen 2 Reihen mit Stäbchen. Wir beginnen immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und wir häkeln auf jeden Maschenkopf, der vorhanden ist, ein Stäbchen. Auch hier in das Ersatzstäbchen der Vorreihe und auch in diesen weniger schönen Maschenkopf. Und dann kommen wir zu den Dreiergruppen und auch hier häkeln wir in jeden Maschenkopf ein Stäbchen und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Ganz wichtig, auch auf die Eckstäbchen der Vorreihe häkeln wir jeweils ein Stäbchen drauf und die Ecke wie gehabt mit 2 Stäbchen in die Lücke. Es ergeben sich genau 23 Stäbchen pro Kante. Wir häkeln 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, dann einfach auf jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen häkeln. Die Ecken immer mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und auf jeder Kante ergeben sich genau 23 Stäbchen inklusive Eckstäbchen. Und wenn ihr diese Runde gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück am Ende der Runde. Ganz, ganz wichtig, immer die 2 Stäbchen in die Lücke häkeln und mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche schließen. Und wir häkeln eine weitere Runde mit Stäbchen, genau wie vorher auch.
und in dieser Runde ergeben sich 27 Stäbchen pro Kante inklusive Eckstäbchen. Einfach wieder auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen häkeln und in die Ecken 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Wir brauchen 27 Stäbchen pro Kante und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Runde beendet. Ich habe pro Kante 27 Stäbchen inklusive Eckstäbchen und 27 ist wieder durch 3 teilbar. Das heißt, wir können wieder eine Runde mit Gruppen häkeln. Auch die beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und dann häkeln wir wieder Dreiergruppen, so wie in der unteren Reihe genau gleich. Und diesmal ergeben sich 9 Gruppen pro Kante und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 9 Gruppen gehäkelt. Auch in dieser Reihe nicht vergessen, immer die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann die Stäbchen nach rechts schieben, damit der erste Maschenkopf gut sichtbar ist und wieder mit den Dreiergruppen beginnen. Wie gesagt, auf jeder Kante ergeben sich 9 Gruppen und die Ecken bestehen aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Ganz wichtig, immer an die 2 Eckstäbchen am Ende der Runde denken und wir schließen immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und jetzt wiederholen wir immer dieselben 3 Reihen. Jetzt folgen wieder 2 Reihen mit Stäbchen und dann wieder eine Reihe mit Gruppen und wir häkeln insgesamt im Moment 20 Reihen für alle Größen. Ihr findet im Anschluss an diese Einstellung eine Übersicht, damit ihr immer nachschauen könnt, auf welche Zahlen ihr kommen müsst. Und wenn ihr 20 Reihen insgesamt gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 20 Runden gehäkelt, immer im selben Muster. Und ich habe jetzt pro Kante 25 Gruppen. Ab jetzt häkeln wir in Stäbchenrunden weiter, also keine überkreuzten Stäbchen mehr, sondern nur Stäbchenreihen, bis das angegebene Maß für eure Größe erreicht ist. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Durchmesser von ca. 45 cm. Das kann bei euch auch ein bisschen anders sein, das spielt keine Rolle. Wir arbeiten jetzt zum benötigten Maß hin und wie gesagt, wir machen jetzt nur noch Stäbchenreihen und die funktionieren genau wie bisher auch. In dieser nächsten Reihe ergeben sich pro Kante
83 Stäbchen und dann ergeben sich pro Runde immer 4 Stäbchen mehr pro Kante. Und schaut auf das Maß, das ich euch oben hingeschrieben habe, und macht so viele Stäbchenreihen, bis ihr dieses Maß erreicht habt. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Quadrat hat die gewünschte bzw. benötigte Größe erreicht. Für die Größe 4042 habe ich jetzt ungefähr 53 cm. Ihr habt euer Maß erreicht. Ich habe wie gewohnt zur Runde geschlossen und jetzt häkeln wir die Passe dran und dazu wenden wir die Arbeit und häkeln auf der Rückseite weiter. Wir starten mit 4 Luftmaschen, 3 zählen als Stäbchen, eine ist für den Abstand und wir starten auf dem ersten Stäbchen. Hier häkeln wir ein Stäbchen. Die Lücke überspringen wir sozusagen. Wir häkeln eine Luftmasche und häkeln auf jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen. Diese Kästchen dürft ihr ein bisschen auseinanderziehen und da wir alle eine ungerade Maschenzahl haben, geht sich das Muster genau aus und wie man das Ende der Reihe häkelt, zeige ich euch, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Lücke Kästchen gehäkelt. Ich bin mit dem letzten Stäbchen genau auf dem letzten Stäbchen vor der Lücke gelandet. Das muss bei euch auch so sein. Jetzt häkeln wir noch eine Luftmasche und dann häkeln wir noch ein Stäbchen in die zweite Luftmasche dieser Lücke, sodass wir bis ganz an den Rand hinauskommen. Und wir wenden die Arbeit. Wir befinden uns wieder auf der schönen Seite und die Hinreihe besteht aus Stäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in die Lücke jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen auf jedes Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen aufs Stäbchen und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ins letzte Kästchen häkeln wir zunächst ein Stäbchen und dann ein Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Wir wenden die Arbeit. Ich zeige euch auch die Kästchenreihe noch einmal. Die startet mit 4 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt, die zweite Masche lassen wir aus und in die dritte Masche häkeln wir ein Stäbchen und dann wieder eine Luftmasche, immer eine Masche auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und es ergeben sich gleich viele Kästchen wie in dieser Reihe und dann folgt wieder eine Stäbchenreihe und so weiter und das machen wir, bis das Teil die gewünschte oder benötigte Gesamtlänge erreicht hat. Ich schreibe euch Richtwerte
oben in die Ecke und wir enden mit einer Stäbchenreihe. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein gewünschtes Maß erreicht. Ich habe für die Größe 40-42 circa 63 cm Gesamtlänge. Und ich mache am Ende immer eine Luftmasche zur Absicherung und ich lasse hier circa 3 Meter Faden dran. Den können wir später für die Schulternaht brauchen. Und diesen angefangenen Knäuel lege ich jetzt beiseite. Den verarbeite ich später erst bei den Ärmeln. Und ich mache jetzt mit 2 frischen Knäueln ein absolut identisches Teil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt. Ich habe die Teile aufeinander gelegt, sodass die schöne Seite jeweils innen ist. Und ich habe für den Halsausschnitt folgende Vorbereitungen getroffen. Zunächst habe ich meine Stäbchen gezählt und genau ins mittlere Stäbchen einen Maschenmarkierer gegeben. Wir haben alle eine ungerade Zahl, das heißt, wir haben ein Stäbchen genau in der Mitte und auf beiden Seiten des Maschenmarkierers müssen gleich viele Stäbchen sein. Dann habe ich von der Mitte aus in beide Richtungen circa 14 cm gemessen und hier eine Klammer jeweils gesetzt und inklusive der Klammer sollten ungefähr 28 bis 29 cm für den Halsausschnitt offen bleiben. Und dann nehmen wir uns den Faden, den wir dran gelassen haben. Wir stechen in die äußersten Stäbchen ein, hinten gut schauen, da ist es ein Ersatzstäbchen, auch hier einstechen in die oberste Luftmasche, den Faden durchholen, eine Luftmasche häkeln und in dieselben Öffnungen eine feste Masche und dann schließen wir Stäbchen für Stäbchen, vorne und hinten, die Naht mit festen Maschen bis zur Klammer und zählt diese festen Maschen und dann bei der zweiten Seite dreht ihr euch das Ganze um und startet wieder von außen nach innen und schließt genau gleich viele feste Maschen wie auf dieser Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. Von außen sieht das so aus. Und die Seitennähte lassen wir noch offen. Jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet und ich habe dazu, wie gesagt, den Rest des Knäuels von vorher verwendet. Ich habe wieder von innen nach außen weitergemacht. Ich habe den Ärmel von oben nach unten dran gehäkelt, ihn nach unten hin ein bisschen schmaler werden lassen und dann die Ärmel und die Seitennaht geschlossen. Und wie man das alles macht, das zeige ich euch gleich. Willkommen zurück. Ich habe das Teil so hingelegt, dass die schöne Seite oben ist. Hier ist die Schulternaht. Die weniger schöne Seite der Naht liegt unten
und die schöne Seite der Naht liegt oben und ich habe von der Naht ungefähr für meine Größe 25 cm in beide Richtungen gemessen. Ich schreibe euch die Maße oben in die Ecke und ich habe 2 Maschenmarkierer gesetzt und hier ist es ganz wichtig, dass ihr beidseitig der Schulternaht gleich viele Stäbchen aufnehmt. Und zwar habe ich hier die Stäbchen gezählt und dann auf der anderen Seite auch. Und wir beginnen hier bis zur Schulternaht und dann nehmen wir auf der anderen Seite genau gleich viele Stäbchen auf. Und achtet hier darauf, dass das Ganze nicht gedehnt da liegt, denn der Ärmel wird musterbedingt ein bisschen schmaler und damit er euch nicht zu eng wird, unbedingt hier schauen, dass das ungedehnt beim Messen da liegt. Und da, wo der Maschenmarkierer drin ist, in dieser Masche beginne ich, hole den Faden durch, mache einen Knoten, ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen. Dann häkle ich auf jedes Stäbchen, das vorhanden ist, ein Stäbchen, bis wir zur Passe kommen, also zum anderen Muster, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Passe angekommen. Hier verläuft die Ecke des Quadrats. In diese Lücke häkle ich ebenfalls ein Stäbchen und dann häkle ich um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen. Und das machen wir bis zur Schulternaht und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen und ich häkle möglichst nahe an der Naht ein Stäbchen. Und jetzt zählt ihr die Stäbchen, die ihr bis hierher gemacht habt, dieses Stäbchen nicht mitzählen und diese Anzahl häkeln wir auf der anderen Seite. Wir brauchen insgesamt eine ungerade Maschenzahl und die erreichen wir durch dieses einzelne Stäbchen hier in der Naht. Und auf beiden Seiten dieses Stäbchens müssen gleich viele Stäbchen sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten gleich viele Stäbchen aufgenommen und dieses Stäbchen hier in der Mitte. Das heißt, wir haben insgesamt eine ungerade Maschenzahl. Und wir wenden die Arbeit und häkeln jetzt eine Reihe Kästchen, so wie bei der Passe. Wir starten also mit 4 Luftmaschen und lassen die nächste Masche aus und häkeln laute Kästchen bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Ganz wichtig, auch hier das letzte Stäbchen in die 3. Luftmasche häkeln, nicht weiter unten einstechen. Und auch noch wichtig, die Kästchenreihe in die Breite ziehen. Und wir wenden die Arbeit und ich mache ab jetzt immer in der Stäbchenreihe auf beiden Seiten eine Abnahme
und zwar auf folgende Weise. Ich starte mit 3 Luftmaschen und normalerweise würde ich jetzt hier in die Lücke ein Stäbchen häkeln. Das lasse ich jetzt einfach weg und häkle das erste Stäbchen nach dem Randstäbchen auf das Stäbchen. Dann häkle ich im gewohnten Muster ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen aufs Stäbchen bis zum Ende der Reihe und dort machen wir wieder eine Abnahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim letzten Kästchen angekommen. Das besteht aus 4 Luftmaschen und auch hier machen wir eine Abnahme. Wir lassen diese Luftmasche aus, das heißt wir häkeln hier kein Stäbchen hinein, sondern wir häkeln nur ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Eine Luftmasche haben wir ausgelassen. Das heißt, wir haben 2 Stäbchen abgenommen in dieser Stäbchenreihe und in der Kästchenreihe machen wir gar nichts Besonderes. Wir machen die Kästchenreihe wie immer. Wir häkeln lauter Kästchen und dadurch, dass wir in der Vorreihe 2 Stäbchen abgenommen haben, ergibt sich automatisch ein Kästchen weniger als in der vorherigen Kästchenreihe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Immer dran denken, diese Reihe muss gedehnt werden und am Ende der Reihe gut schauen, bis ganz an den Rand hinaus Kästchen häkeln und das letzte Stäbchen unbedingt in die dritte Luftmasche häkeln. Und ich zeige euch auch die Stäbchenreihe noch einmal. In der Stäbchenreihe machen wir Abnahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen diesen Zwischenraum aus und starten auf dem ersten Stäbchen mit den Stäbchen. Und dann geht es wie gewohnt weiter. In jedem Zwischenraum ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe haben wir hier dieses letzte Kästchen, das aus 4 Luftmaschen besteht. Hier lassen wir eine Luftmasche aus und häkeln unser Randstäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Wir haben also wieder 2 Stäbchen weniger als in dieser Reihe und dadurch ergibt sich in der Kästchenreihe ein Kästchen weniger, ganz automatisch, und diese beiden Reihen wiederholen wir, bis der Ärmel die gewünschte oder benötigte Länge erreicht hat. Ich habe ihn ca. 36 cm lang gemacht, aber die gewünschte Länge findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die passende Länge erreicht. Ich habe ungefähr 36 cm gemacht. Das Shirt liegt so da, dass die schöne Seite innen ist, die weniger schöne Seite ist außen. Das erkennt ihr an der Schulternaht. Und jetzt schließen wir zunächst die Ärmelnaht. Ich habe hier ein paar Klammern angebracht. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und häkle immer um die Randstäbchen herum 2 feste Maschen und achtet darauf, dass die Reihen genau aufeinander passen.
Es kommt immer eine Stäbchenreihe zusammen und dann eine Reihe mit Kästchen. Und wir häkeln, bis der Ärmel fertig ist, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin mit der Ärmelnaht fertig. Ich häkle hier noch eine Masche in den Seitenteil hinein, dann häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und ich würde den unteren Teil von unten nach oben schließen, damit wir hier auch wirklich Masche für Masche genau passend haben. Wir stechen durch beide Lücken durch, holen den Faden durch, verknoten den Faden, wir stechen noch einmal durch die Lücken durch, holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche und dann eine feste Masche, und wir können den Faden gleich mit einhäkeln und hier genau schauen, vorne und hinten dasselbe Stäbchen erwischen und die Naht Masche für Masche schließen. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unser Shirt fertig. Ihr müsst natürlich den zweiten Ärmel und die zweite Seite genau gleich machen. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses farbenfrohen Sommershirts, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.